Ja, guten Morgen. Wir haben schon wieder zusammengepackt alles. Haben wir schon wieder 20 nach 10. Ja, das Wetter ist Gott sei Dank einigermaßen stabil, hoffe ich mal. Jetzt hier nochmal einen kleinen Blick. Wir schauen uns heute Arcos an. Endlich mal wieder in die Stadt, haben wir uns gedacht. Jetzt passt schon, gestern war so ein bisschen Hangover. Ich weiß auch nicht warum, irgendwie hat uns das Wetter voll niedergedrückt. Ja, und jetzt da oben ist so nicht Arcos, das ist da hinten. Wenn man da mal schaut, da, ich könnte jetzt da runter gehen, aber es ist ein bisschen steil. Da wollten wir eigentlich heute frühstücken, aber wir schauen jetzt erstmal in die Stadt. Und ja, werden da so ein bisschen rumlaufen, halt so einen kleinen Hike machen, unten einmal rum und dann oben durch das ganze alte Dorf und dann halt wieder runter zum Auto. Ja, wenn wir da sind, sehen wir uns. Hier das Schiff unten und hinten die Stadt, wo wir jetzt hinfahren. Also sieht echt lustig aus mit diesem Schiff. Das steht da mitten in der Pampa, gut da hinten. Ja nee, da ist schon Wasser, sehe ich jetzt. Gestern Abend hat man das Wasser nicht gesehen. Da geht man jetzt hin. Da kann man unten entlang laufen und dann geht man hoch, einmal oben die Runde, dann wieder runter. Das machen wir jetzt. Wir haben einen kleinen Anstieg. Kommen jetzt hier oben. Sieht man schön die alte Mauer. Und da der Platz, die ganzen Orangenbäume und jeder hat tonnenweise Orangen dran. Sind halt alle noch nicht so richtig reif, die hier vorne schon. Da hinten so. Voll geil. Und überall schon diese Weihnachtsbeleuchtung über den Straßen. Irgendwie kommt hier aber kein Weihnachtszügel auf. Und der nächste Anstieg kommt natürlich gleich, weil wir waren ja noch nicht ganz oben. Ja, und ein Auto. Das hier, eines der letzten erhaltenen arabischen Tore hier in Arcos. Von den Mauren noch. Und da oben haben sie, christlich wie sie sind, die Mauren. Nein, Schmarrn. Die Christen sind ja, das war jetzt ein Spaß. Haus ist Alka. Aha. Ja, das untere ist von 1994. Vielleicht neu gemacht, damit das obere befestigt wird. Das Lustige ist, wenn man hier schaut, dann kann man da hinten, da unter den Bäumen, ja, eigentlich mehr so hier, da so drinne. Da haben wir jetzt genächtigt. So, und jetzt geht es den Weg immer auf, bis wir dann oben sind. Und hier haben wir dafür noch voll einen schönen Ausblick. Auf die. Wir sind jetzt hier schon leicht an der Klippe. Das ist der Fluss und so. Ja, und wir kommen dann später da hinten runter und laufen dann nachher den Fluss entlang. Das sehen wir dann. Guter Monumental. Das sollte man eigentlich folgen.
Und das nächste Highlight von der Route Monumental von irgendeinem alten Orden, so von dem Kreuz her, so fast ein bisschen kreuzrittermäßig. Und Jesus, yeah. Und dann hier drüben, das schmeckt das Podest eigentlich, gibt es irgendwie eine Menükarte. Ich habe keine Ahnung, was das genau soll. Okay, wieder ein altes Türchen oder so. Das hier ist voll krass. Bestimmt schon uralt, hey. Ja, jetzt sind wir hier oben angekommen. Ja, hier mal in die Mitte. Hier ist natürlich richtig was los, da hinten. Voll lustig, von 1887, eine kleine Bimmelbahn. Ja, und da wir vorhin in der einen Kirche für beide Kirchen gezahlt haben, dürfen wir jetzt auch rein. So, jetzt sind wir in der nächsten. Da liegt wieder einer, der heilige Felix. Und hier haben wir den älteren Teil von dieser Kirche, den gotischen Teil. Das ist auch. Das fehlt halt schon voll viel. Normalerweise wäre auf jedem von diesen Podesten mit so einem Dächlein drüber wäre eine Statue noch gestanden. Hier unten auch. Stimmt, da ist alles schon weggefault. Durch diesen Sandstein, der ist halt schon echt einfach nicht mehr fit. Da oben ist auch schon voll viel weggebrochen. Und die Wasserspeier sind abgebrochen. So, nachdem wir da oben fast alles abgeklappert haben, haben wir auch endlich wieder einen Weg nach unten gefunden. Und da werden wir uns jetzt die andere Seite von der Schlucht anschauen, wo wir gerade waren, auf der anderen Seite, ja, von oben. Jetzt schauen wir uns die andere Seite von unten an. Was auch ein Phänomen ist, das ist ja schon an mehreren Stellen aufgefallen, dass die ganzen Kakteen alle kaputt gehen. Die haben irgendwie so einen Pilz, das weiße Zeug wahrscheinlich. Das kann ja nicht Vogelkacke sein. Und ja, die gehen alle ein. Das sind richtig riesen Dinger mit fetten Stämmen und alles kaputt. Jetzt glaube ich zu dem Bahnhof und dann da hinten über diese Brücke nach Litzellenbrück. Da hinten haben wir ein Wehr. Das haben wir vorhin schon mal gesehen.
runtergefallen. Echt? Ja. Ist voll schön, auch hier unten. Urwaldig. Ja, und die Ziegen trappen echt ein Ding nach dem anderen runter. Jetzt muss man wieder ein Stück zurückgehen, weil wir gedacht haben, da ist eine Ziege runtergefallen. Aber war leider nicht so. Das hätten wir gleich Cabra heute Abend gehabt. Hier haben wir mal einen geheimen Eingang gefunden. Der geht bestimmt hoch zur Burg. So ein ganz geheimer Eingang. So, nachdem wir jetzt hier runtergekommen sind und an der Steilwand entlang gegangen sind, sind wir fast wieder an unserem Parkplatz. Jetzt noch diesen kleines Wehr oder Staudamm, keine Ahnung. So. Ja, da schön die Flasche drin. So ist es hier in Spanien. Alles voll Müll. Das ist echt crazy. Oh, ein schwarzer Reiher. Ja, jetzt sind wir oben durch einen abenteuerlichen Weg hier hochgekommen. Haben auch gleich den Eingang für unseren morgigen Hike gesehen, den wir heute leider nicht mehr machen können, weil es ein bisschen zu spät ist, weil der dauert 4 Stunden hin und zurück. Bei uns also dann 5 Stunden, weil wir schauen immer noch ein bisschen. Ein bisschen lange. Bisschen lange, ja. Und ja, jetzt wollten wir eigentlich in diesen botanischen Garten gehen, der da ist. Gehen wir auch gleich. Und jetzt hat es fett angefangen zum Pissen. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen Zeit gehabt, uns im Internet zu informieren, was hier so los ist. Jetzt haben wir gelesen, dass hier genau der hohe Berg ist, wo sich das ganze Wolkengedöns vom Atlantik abregnet. Jetzt hoffen wir natürlich, dass es nicht den ganzen Tag regnet, sondern dass es eine halbe Stunde wieder aufhört. Ist schon weniger geworden ein bisschen, ja. Und ja, ihr könnt ja sehen, es regnet. Aber es ist echt nicht mehr so stark wie vorhin und wir haben ja Regenjacken dabei. Die können wir wenigstens zur Not dann mitnehmen und schauen uns den trotzdem an. Lassen uns die Stimmung nicht versauen. Dann schauen wir einfach mal, sieht das eigentlich auch schon ganz nett aus zum Pennen eigentlich. Mal schauen. Tja, wie es auch wirklich so war, wie Steffi gesagt hat, hat es natürlich innerhalb kürzester Zeit aufgehört. Jetzt kann man mal hier so ein bisschen schauen. Da sind wir irgendwie hochgekommen. Da unten ist die Stadt. Ja, und hier ist der Eingang. Sierra de Grazalema, Bis 16 Uhr. Jardín Botánico El Castillo. Oh. Mai und September. Oktober. Oktober bis April von 10 bis 16 Uhr. Wie Okay. spät ist es? Müssen wir uns beeilen fast, ja? Ein bisschen. Naja, 3 Stunden. Okay. Das kann man hier alles sehen. Und das ganze Ding ist hier mit einem Punktesystem. Rote Punkte sind bedrohte Arten, gelbe Punkte sind empfindliche Arten und Orange. orange sind endemische, die es nur hier gibt. Ja. Jetzt schauen wir uns mal hier. Da gibt es anscheinend richtig Orchideen auch. Das ist den Weg kann man gehen. Den werden wir uns jetzt reinziehen. Das sind die Toiletten und das Kassenhäuschen. Jetzt ein Bonsai hier. Wenn sie nicht wirklich gut gemacht teilweise, aber lustig in diesen Steindingern drin halt. Der da vorne ist echt schön. Dieser Erdbeerbaum. Ja, da sind lauter solche Dinger drin und die Blüten schauen aus wie Maiglöckchen. Rote, gelbe und die roten, die sind anscheinend reif. Das kann man essen. Und jetzt probieren wir das einfach mal. Ja, nicht wirklich nach Erdbeere, aber lecker, süß. Vorne steht nochmal einer. Ja, wieder alles voll. Also die schmecken echt richtig lecker, die Dinger. Aber nicht nach Erdbeere, gell? Aprikose, so ein bisschen Pfirsich. Aprikose. Ja, cool. Also wenn wir heute ein bisschen besseres Wetter hätten, dann würden wir wahrscheinlich auch richtig schöne Vögel sehen. Ja, alle möglichen
Aber viele, die es bei uns auch gibt. Ja. Meise, Hohl Rotkehlchen. und Blaumeise, Rotkehlchen. Da, das ist doch ein Spatz, oder was soll das sein hier? Nee. Doch, der Hausspatz. Das ist der Hausspatz, ja. Der Fink, Buchfink, der Grünfink, Und der Baum hier, der Gold. das ist eine. Das wäre ja cool. Da sind nochmal welche. Ja, hier. Gibt es ja auch natürlich auch so eine Karte für Blumen und hier was es für Früchte gibt. Und da sind unsere Ja, viel Kazias. Erdbeeren. Schauen wir mal, was wir noch alles finden. Plantas medicinales. Medizinpflanzen. Also was Medizintier? Wo steht der gute alte Hanf? Ein Igelhäuschen oder was? El Horno de Carbon. Ja. Er hat mein kleines Igelhäuschen. Ah, und die haben so eine Destille. Wie man aus diesen Pflänzchen die guten Sachen. Ja, auch. Vielleicht für die Erdbeeren. Ja, das sind zu falschen Jahreszeiten, sonst wäre hier wahrscheinlich alles voll mit schönen Orchideen. Aber leider ist das nicht. Und selbst diese Binsapo, unsere Igeltanne, die wir euch schon mal gezeigt haben, vom Aussterben bedroht. Hier haben sie ganz nett einen Steingarten angelegt. Da sind wir. Da sind wir. Da haben wir auch schon. Da waren wir wandern. Da haben wir geschlafen irgendwo hier. Ja, noch ein bisschen was vor uns. Oh, jetzt fängt es leider wieder zum Regnen an. Einen schönen Ausblick. Hier Orangepunkt endemisch. Der Prunus. Wie er lebt und lebt. So, der Park, wie er auf der Karte schon mal zu erkennen war, sind so verschiedene Themengebiete. Jetzt sind wir raus aus diesen Erdbeerbäumen. Und jetzt sind wir hier in diesem Igeltannenwald. Da stehen sie. Oh, ist voll. Tja, jetzt sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Und ja, schauen jetzt mal noch in dieses Dörfchen. Haben wir noch ein bisschen Zeit, bis dunkel wird.
und wir uns ein neues Plätzchen suchen müssen. Deswegen erstmal Supermarkt und dann schauen. So, jetzt waren wir noch in diesem Bene Mahama, keine Ahnung wie das heißt. Wir haben ewig gewartet, bis der Supermarkt aufmacht. Jetzt haben wir unseren Supermarkt gehabt. Jetzt stehen wir hier. Bisschen unspektakulär. Aber es ist sehr ruhig, muss man sagen. Das ist hier so ein Freizeitding. Das werden wir uns natürlich morgen mal anschauen. Da hinten hätten wir auch natürlich schön essen können, aber mei. Und hier gehen Wanderwege weg, das werde ich nachher mal abchecken. Aber wir machen unseren anderen morgen und dann ist die Sache auch schon eigentlich ganz gut für uns. So. Ja, das sieht man wahrscheinlich gar nicht mehr. Wir checken jetzt Essen. Ups, wir stehen genau daneben, das haben wir jetzt gerade entdeckt. Aber das wird wahrscheinlich bloß für in den Park gelten. So hier nach dem Cutter und nicht davor. Das hoffen wir doch mal.